aufstehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Daniel hat organisiert, dass wir uns heute ein Moped ausborgen zu zweit und damit die Stadt erkunden. Und ja, darauf freue ich mich schon. Wir werden jetzt ein bisschen frühstücken, glaube ich, Müsli. Ich föhne gerade meine Haare und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also den Tipp haben wir von jemandem bekommen, der zuschaut. Dankeschön. Die Haare fliegen so weg. Es macht halt nur keinen Lärm, weil der Lärm nicht da erzeugt wird, sondern ganz weit weg. Ja. Deswegen ist es so komisch, aber es Und kommt es schon ist viel ganz Luft warm. raus. Ja. Und das andere Ende ist zugestopft. Oh, damit extra viel hier rauskommt. Genau. Wir haben uns jetzt in die Sonne gestellt, damit das Dachzelt untertags trocknen kann. Und jetzt fahren wir in die Stadt. In Österreich darf man ja mit einem normalen Führerschein erst nach 5 Jahren mit den 125 Kubikzentimeter fahren, aber in Spanien ist es schon mit 3 Jahren. We're console now, you and I say hold me tight. Come on, hold me, make the night shine, shine. Es gibt spanische Paella. Heute. May I want fly away. Wir sind jetzt mit der Vespa auf einen Hügel gefahren. Es gibt einen wunderschönen Ausblick. Es ist so kalt. Also auf den Beinen nur. Der Oberkörper geht. Aber ich hätte mir Skiunterwäsche anziehen sollen unten. So now make it rain, cats and dogs, colors and chains. Morgen! Morgen! Gerade im Windschatten von so einem Mobilhome. Und heute geht's weiter nach Valencia. Was about to fall. So take me by the hand when I sing the stumble. Erstens ist es urwarm und sonnig, es ist urschön. Und unsere zweite Sitzreihe hat wieder eine Bestimmung, weil wir gerade zwei Backpacker getroffen haben, die aus Paris kommen und nach Valencia wollen. Und ja, die werden wir jetzt mitnehmen. Oh yeah! It's a. Kannst du ein bisschen vor? Yes. Thanks. Danke. Oh, it's a big step. Yes! Oh. What's your Hola. name? Hola. Angelino y Vincent. Vincent. And you? Karin. 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 Jetzt sind wir in Valencia und da werden wir bei einem Sportgeschäft ein bisschen Campinggas kaufen, weil wir es noch brauchen. Da rechts, oder? Ja. Und dann wieder raus aus der Stadt fahren und uns dort einen Schlafplatz suchen. So, wir haben einen Schlafplatz gefunden für die Nacht. Neben Mandarinenbäumen. Und zwar direkt neben einer ganz hohen Mauer, also neben einer Mauer, die uns vom Wind schützen wird, weil heute ist echt starker Wind. Wir machen Nudeln zum Abendessen für alle und letzte Sonnenstrahlen.
Die anderen beiden werden heute in den Mandarinenbäumen schlafen. Auch schön, weil jetzt ist es hier sehr warm, also es ist kein Problem und es wird nicht regnen. Perfekt. Ja, wir haben gerade noch als Dessert Mannerschnitten hergegeben und sie finden sehr, sehr guten Anklang. Spécialité de Vienne. Guten Morgen. Wir haben uns ein bisschen von der Straße weggestellt, weil man uns so gut gesehen hat und die war doch ziemlich stark befahren. Und haben dann zusammengepackt und abgewaschen und Zähne geputzt und gefrühstückt. Und die Backpacker haben jetzt auch schon zusammengepackt und kommen gleich. Embarcation! Und dann geht es weiter Richtung Almeria, glaube ich. In Almeria treffen wir 2 andere Reisende von Makro 8. So take me by the hand when I see me stumble. I'm the feather man, always about to fall. So take me by the hand when I see me stumble. Er hat Kaffee geholt. Das ist nicht meiner. Doch. Und es ist Jänner. So schön. Das ist echt schön. Dani sagt gerade, das kennt man aus dem Baumarkt. Ja, und die stacheln schon aus und fühlen sich an wie Kabelbinder. Schau mal. Ja. Fühl mal nahe ran. I'm a feather man, always about to fall. So take me by the hand when I see me stumble. Der Lift ist immer gratis zum Runterfahren. Das heißt, wenn man zu Fuß raufgeht, was sehr zu empfehlen ist, weil das ist eine sehr schöne Aussicht, dann kann man gratis runterfahren. Hinauf kostet es 2,70 € pro Person. Hier gibt es so Personen, die einem erklären, was da reingehört und so halt Charaktere darstellen. Als wir in die Stadt gefahren sind, haben wir etwas außerhalb schon einen Platz gefunden, wo mehrere Wohnmobile gestanden sind. Und da werden wir uns jetzt auch einfach dazustellen. Wir wissen schon, wo wir schlafen werden, das ist ganz angenehm. Jetzt kommt auf jeden Fall Spanien auf die Scheibe. Sieht gut aus. Wir sind wieder zu unseren alten Campinggewohnheiten zurückgekehrt. Spaghetti aus dem Topf. Im Sitzen in der vorderen Sitzreihe. Perfekt. Mit Aussicht aufs Meer. Ja, Sand. So, wir sind sehr motiviert und lassen den Abwasch nicht wieder auflaufen wie normalerweise, sondern waschen immer gleich ab. Heute ist zwar erst Mittwoch, aber der Dani macht schon das Video für Samstag fertig. Und dann werden wir schlafen gehen. Gute Nacht. Ja, das ist so super. Wenn ich da das Fenster aufmache, kann ich das Meer sehen, den Strand sehen. Und links kann ich eine stark befahrene Straße, den Zug und den Flughafen sehen, aber das blenden wir mal aus. Oh ja, nein, der Platz ist super. Ich freue mich schon auf den Sonnenaufgang morgen. Gute Nacht. Buenas noches. Alle müssen entsandet werden, bevor sie ins Auto dürfen. Und dann geht es weiter zum
Volvo Ocean Race Museum in Alicante. Das Museum ist so cool. Es gibt so einen Simulator und da kann man dann lernen, wie man am schnellsten segeln würde. Und es gibt so viel zum Anschauen und Anklicken und selber machen. Wir waren jetzt im Museum. Das ist sehr, sehr zu empfehlen. Das ist sehr schön. Und wir haben dort erfahren, dass mein Großvater verstorben ist, den ich sehr geliebt habe. Und deswegen werde ich auch nach Wien fliegen, um mich von ihm zu verabschieden. Und ja, wir werden vielleicht jetzt ein bisschen weniger filmen, aber die Reise wird weitergehen. Und ja, also ihr werdet sehen, was kommt. Wir haben die Backpacker jetzt zu einer Raststätte gebracht, wo wir sie rauslassen. Und wir fahren dann wieder in den Schlafplatz, wo wir gestern schon waren. We can say to all of you that the two pupils, Daniel and Karin, are very good pupils. And if you follow their way to travel, you will have a wonderful experience. And I wish you will do it. And it's something the world needs, because when you smile to the world will smile to you, and it's like a contagion. Hi! Wir sind gerade einkaufen und wir haben was Lustiges entdeckt. Und zwar einen leeren Schinken. Der ist nicht offen oder so. Es ist alles noch verschlossen, aber es ist nichts drinnen. Hier gibt es schwarzes Salz und wie in jedem Supermarkt Schinken in ganzen Stück. Für heute suchen wir uns einen noch cooleren Schlafplatz. Wir machen Abendessen, weil heute bekommen wir nicht wirklich Besuch, aber es kommen Freunde, mit denen wir nach Marokko fahren werden. Fans eigentlich. Naja, wir haben sie im Internet kennengelernt. Über Kommentare und ein Mail und ja, heute Abend treffen wir uns. Sie haben uns da was ganz Cooles geschickt, einen Internetlink zu einer Seite namens Glimpse. Und da können wir sie quasi live verfolgen, wo sie gerade sind. Und ja, sie kommen sehr, sehr bald an. Sie sind gleich da. Wir sind hier. Ups, da. Und sie sind da. Und sind in einer Minute da. Essen, wie es jetzt ist? Ja, wird. Ich muss noch köcheln. Muss noch köcheln. Da sind sie! Die mit den hohen Lichtern. Das ist wirklich riesig. Das ist echt cool, dass sie jetzt da sind. Ich hätte so gern sowas. Ihr Fahrzeug ist so cool. Das werden wir morgen alles bei Licht filmen. Es ist richtig, richtig hoch und richtig, richtig groß. Ja. Und ja, es macht richtig, richtig Lust zum Weiterreisen. Wir hatten jetzt zum Abendessen sogar einen Tisch. Also ein echter Luxus ist. Wieder möglichst eingeräumt, Dachzelt ist schon aufgebaut, Heizung läuft schon und wir werden dann schlafen gehen. Hihi, mit Nachbarn. Gute Nacht. Mein Mund ist genau hinter dem Mikrofon. Was? Sag, wir haben uns in die Sonne gestellt und jetzt fahren wir in die Stadt. Gegenüber.